der Beginn des Universums. Gleichzeitig der Beginn der Zeit. Seitdem vergeht sie unaufhaltsam. Die Zeit bleibt nie stehen. Sie ist allgegenwärtig und niemand kann ihr entkommen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis du dir dieses Video anschauen würdest. Doch Zeit ist mehr als nur eine Zahl. Alles wird von ihr beeinflusst. Aber was war vor dem Urknall? Die Antwort ist einfach: nichts. Da ja die Zeit und der Raum erst bei dem Urknall entstanden sind, kann es keinen davor geben. Denn vor dem Urknall existierte ja keine Zeit. Wie soll dann so ein genanntes davor überhaupt geben? Ohne Raum gibt es keine Zeit und ohne Zeit keinen Raum. Seit unserer Geburt läuft unsere Zeit ab. Ein unsichtbarer Timer, der langsam auf Null geht. Und wenn dieser Moment kommt, sind wir nicht mehr hier. Unser Körper bleibt Teil der Zeit, doch unsere Seele, wo sie ist, oder besser gesagt, wann sie ist, bleibt eine offene Frage. Wie lange der Timer ist und ob wir ihn beeinflussen können, das weiß niemand. Was ist, wenn in dem Moment, wo wir geboren sind, schon feststeht, wann wir sterben werden? Alle Wege führen zum selben Ende. Manche Menschen glauben an ein Leben nach dem Tod. Vielleicht werden wir es gar nicht bemerken, ob wir gestorben sind. Denn wenn wir ins Bett gehen und schlafen wollen, merken wir erst, wenn wir wieder aufwachen, dass wir überhaupt eingeschlafen sind. Außerdem wissen wir, dass wir noch leben. Wir werden nie selber genau wissen, wann wir genau eingeschlafen sind, ohne dass jemand anderes dich beobachtet. Was ist Zeit? Die Zeit ist mehr als nur eine Zahl. Zeit ist mehr als nur auf die Uhr zu schauen, um zu wissen, wie spät es ist. Zeit ist relativ. Zeit vergeht für jeden anders, schnell oder langsam. Jeder nimmt die Zeit anders wahr. Die Zeitwahrnehmung hat nichts mit der tatsächlichen Zeit zu tun. Geschweige denn hat die Uhrzeit etwas damit zu tun. Doch eines wissen wir sicher: wir leben im Hier und Jetzt, in der Gegenwart. Die Gegenwart ist jetzt. In der Gegenwart leben wir. Vergangenheit sind geschehene Ereignisse, an die wir uns erinnern, die wir nicht mehr verändern können. Die Zukunft ist dagegen ungewiss, voller offener Fragen und Möglichkeiten. Außerdem noch nicht geschehen. Es gibt keine genaue Festlegung, wie lang die Gegenwart ist. Aber die Gegenwart ist sehr kurz. Ein flüchtiger Moment, der sofort zur Vergangenheit wird. So kurz, wenn ich jetzt sage, dann schon vergangen ist und ich in der Vergangenheit jetzt gesagt habe. Die Zeit ist ein kontinuierlicher Fluss. Was wir als jetzt bezeichnen, ist nur eine Momentaufnahme in diesem Fluss der Zeit. Die Zeit verläuft nacheinander und nicht gleichzeitig. Zum Beispiel, wenn jemand zu jemand anderes Hallo sagt, kommt das Hallo erst später an, auch wenn es sich nur um einen sehr geringen Zeitunterschied sich handelt. Also bedeutet das, dass die andere Person die Nachricht Hallo aus der Vergangenheit hört. Die Vergangenheit gestaltet die Zukunft. Das stimmt, ja. Wir nehmen mal als Beispiel, man lernt eine Person kennen und man verbringt viel Zeit mit ihr. Dieses erste Treffen, diese Vergangenheit mit dieser Person hat die Zukunft so gestaltet,
dass die beiden Personen später eine Familie gründen. Aber auch die Zukunft gestaltet die Vergangenheit. Klingt erstmal kompliziert und verwirrend, aber ist eigentlich ganz klar. Leider ist das schwer zu erklären. Doch dieses Zitat beruht auf die Theorie des Determinismus. Das bedeutet, dass das anorganische, organische, kulturelle und physische Leben eine dichte Folge von Ursache und Wirkung darstellt. Und dass das Leben von dem Anfang bis zum Ende vorbestimmt ist. Vielleicht war es auch vorbestimmt, dass du dir dieses Video anschauen wirst. Das ist aber wiederum ein anderes Thema. Vielleicht kommt dazu auch ein Video. Aber was ich sagen wollte ist, dass was in der Zukunft passieren wird, passiert auch genauso in der Gegenwart. Und dann wiederum in der Vergangenheit geschehen sein wird. Wir bestimmen die Zukunft. Die Zukunft ist vorhersehbar. Es kommt darauf an, wie fern die Zukunft ist. Was in einer Stunde ist, kann viel genauer vorhersehbar sein, als was in einem Jahr ist. Beispielsweise, wenn wir einen Termin festlegen, ist die Zukunft schon bestimmt. Die Zukunft ist schon festgelegt. Die Frage ist also, wann wir die Zukunft erleben. Doch am Ende ist die Vergangenheit und die Zukunft nur eine Illusion, die nur in unserem Kopf existiert. Was wirklich existiert, ist nur das Jetzt. Ist überhaupt Zeitreisen möglich? Müsste es nicht die Zeitmaschine schon geben? Weil, wenn in der Zukunft eine Zeitmaschine existiert und man mit der in der Vergangenheit reist, dann würde sie ja schon jetzt existieren. Zum Beispiel, nur als Gedanke, man würde im Jahr 3000 eine Zeitmaschine bauen und in das Jahr 2000 reisen. Dann würde es doch im Jahr 2000 schon eine Zeitmaschine geben. Aber können wir Menschen überhaupt so eine Maschine erfinden oder bauen? In der Zeit reisen wir jeden Tag. Also fast. Als Beispiel könnte man nehmen, dass wenn zwei Personen in einem Raum sind, die eine Person darf von 22 Uhr bis 6 Uhr schlafen, dagegen muss die andere Person die ganzen 8 Stunden wach bleiben und darf sich nicht mit Dingen die Zeit vertreiben. Von der Sicht aus der ersten Person, die schlafen darf, vergehen die 8 Stunden in wenigen Minuten. Sie wird wach und sieht die andere Person, die dagegen die ganzen 8 Stunden wach war. Für sie verging die Zeit sehr langsam. Eine gefühlte Ewigkeit, wie man so gerne sagt. Aber warum ist das so? Das hat was mit der Zeitwahrnehmung zu tun. Während des Schlafs verliert das Gehirn das Gefühl für die reale Zeit. Träume können sich extrem kurz oder lang anfühlen, unabhängig von ihrer tatsächlichen Dauer. Das liegt daran, dass das Gehirn Zeit nicht kontinuierlich misst, sondern Erinnerungen und Erlebnisse verzerrt verarbeitet. Nach dem Aufwachen kann das Zeitempfinden für kurze Zeit gestört sein. Manchmal fühlt es sich an, als hätte man nur kurz geschlafen, obwohl Stunden vergangen sind. Oder umgekehrt. Die Zeitwahrnehmung verläuft anders als die richtige Zeit. Schneller oder langsamer. Zum Beispiel verläuft die Zeit schneller, wenn wir Spaß haben oder unterhalten werden. Dagegen verläuft sie zum Beispiel bei Langeweile oder beim langen Warten für etwas langsamer. Zeit ist relativ. Zeit vergeht für jeden anders. Zeitwahrnehmung ist auch in unseren Altern unterschiedlich.
Jeder kennt das Gefühl, die Zeit vergeht immer schneller. Das Jahr vergeht immer schneller. Warum ist das so? Naja, am Anfang ist für uns alles neu. Viele neue Eindrücke, viele neue Erinnerungen. Deshalb erscheint uns dieser Zeitraum lange. Und für uns vergehen die Jahre immer schneller, da wir immer das Gleiche tun und weniger neue Sachen erleben und damit auch weniger neue Erinnerungen schaffen. Jede Woche machen wir insgeheim fast immer dasselbe. Bis zum Ende. Eine einzige Sekunde kann das ganze Leben verändern. Wir denken, dass die Zeit immer linear verläuft. Es gibt einen Anfang, somit auch ein Ende. Der Anfang ist der Urknall, der Anfang des Universums. Von einem Menschen aus gesehen ist es die Geburt und das Ende ist der Tod. Aber was ist das Ende des Universums? Wie soll aus dem Nichts etwas entstehen und somit wieder nach dem Leben nichts sein? Vielleicht ist unsere Ansicht des Verlaufes der Zeit falsch. Vielleicht sieht es so aus. Ein endloser Kreislauf der Zeit. Ein sich immer wiederholender Kreislauf, wo Anfang und Ende keine Rolle spielt. Wo das Jetzt eine Rolle spielt. Der Anfang ist das Ende. Und das Ende ist der Anfang. Man wird geboren, um zu sterben. Mit jedem Moment rückt der Tod näher. Es klingt schlimm, aber das ist die Wahrheit. Trotz allem sollten wir an uns glauben, an unsere Träume festhalten und das Leben lieben. Vor allem sollten wir, um glücklicher sein, nicht an das Gestern festhalten oder uns vor morgen fürchten. Wir müssen im Hier und Jetzt leben. Die letzte Frage ist nun, was machen wir aus unserer Zeit?